Ihr lieben Steinböcke, wir schauen in euer neues Jahr für das Kollektiv der Steinböcke und ich bin gespannt, was ich euch mitgeben darf. Es kann sein, es geht sehr viel um berufliche Themen oder um Dinge, die ihr euch erarbeitet, um berufliche Neustarter oder Sachen, die ihr aus euren Kindertagen raus in eine andere Balance bringt. Möglicherweise geht es auch um die Arbeit eurer Kinder. Es kann aber auch sein, dass ihr hier ein bisschen so was plant und das Umfeld bringt euch irgendwelche Schattenthemen mit oder ihr sagt so, ich würde gern hier freudig starten oder vielleicht auch auf mehreren Bereichen und dann kommen so die machen euch irgendetwas madig, die lösen in euch ungute Gefühle aus und man hat Aufbruchsstimmung, aber man ist irgendwie so getoucht von den anderen, ne? Ich sehe emotionales Weiterkommen irgendwo. Vielleicht ist es auch das Ding, sich durchzusetzen, emotional bei sich zu bleiben, euer eigenes Seelenleben einen guten Fundament zu bieten und sich nicht von anderen stressen zu lassen. Denn hier ist es so ein bisschen ein Jahr, wo es darum geht, dass ihr Hürden habt oder Hürden schicksalshaft in den Weg gestellt bekommt, wo so ein bisschen diese Anfangsenergie, die eigentlich freudig starten möchte, kaputt geht. Und die Lernaufgabe könnte sein, sich nicht die Butter vom Brot nehmen zu lassen. Ich sehe, dass ihr es ganz gut schafft, in verstrickte Situationen, aus verstrickten Situationen ein Geschenk zu machen, das euch einen Neubeginn ermöglicht. Es kann auch sein, dass ihr hier auch Angebote bekommt von irgendwelchen weiblichen Personen. Es können auch die eigenen Mütter sein, Mutterthemen, die beendet werden. Und ich habe ein bisschen Umstrukturierungen im Bereich Beruf, Familie. Frieden schließen mit einer beruflichen Situation. Eine Phase, wo ihr vielleicht stagniert habt oder nicht genug Wissen hattet, kann hier sehr plötzlich beendet werden. Es kann auch sein, dass euch hier Dinge ans Ohr kommen, Infos, Gespräche, irgendwas schnappt ihr auf, wo ihr sehr plötzlich den klaren Durchblick kriegt und durchstarten könnt. Es ist so, als vielleicht ein Aha-Moment zu sehen. Was ich habe, ist, dass ihr euch vielleicht nicht richtig entscheiden könnt, ne? Welchen Weg nehme ich, welche Möglichkeit wähle ich. Ist es mir wert, für eine Wahl, die ich treffe, noch mehr Stress in mein Leben zu bringen oder wie viel Stress kommt auch aus dem Umfeld, obwohl ich es selber gar nicht hätte, wenn ich meinen Weg mal ohne die Meinung der anderen gehen könnte. Hier sind Neubeginne im häuslichen Bereich, hier sind Neubeginne, die neue Möglichkeiten mitbringen, auch wenn euer emotionales Konstrukt irgendwie, das ihr euch so aufgebaut habt, das für euren Selbstschutz, das ist hier ein bisschen getriggert, aber genau das ist die Lernaufgabe, hier für euch selber einzustehen, euch nicht selbst im Weg zu stehen durch Leute, Menschen oder Situationen, die euch durch ihre Meinungen ausbremsen. Bei allen häuslichen Situationen macht hier einen klugen Zug, guckt euch die Dinge genau an. Das Umfeld wird sehr wichtig für euch sein. Ihr seid Weggefährten, aber auch Situationen, wo ihr vielleicht irgendetwas verlasst, ein Ort, ein Gefühl. Und es ist ein Jahr, wo ihr sehr viel Selbsterkenntnis habt. Ich habe hier im Haus der Sterne das Wachstum drin, die langfristigen Dinge,
Es kann ja auch darum gehen, die eigenen Kinder ein bisschen loszulassen für einige. Andere gucken sich die Menschen genauer an, die sie umgeben. An sich ein Jahr, wo ihr viel Umbrüche habt, die auch langfristig, also die Langfristigkeit ist hier wichtig. Ne? Ihr habt Sonne und Sterne nebeneinander und das noch im Haus der Veränderungen drin. Also hier ist vieles möglich. Der eine oder andere möchte vielleicht auch noch mal etwas lernen, einen Kurs besuchen oder eine Info gut nutzen. Ihr habt hier Menschen, die sind Glücksbringer, ja, mit an Bord. Und die ersetzen vielleicht eine Person, die euch nicht mehr so gut tut. Und da darf man auch die Grenze ziehen, ne? Weil für eine Veränderung ist hier auch ein Schnitt nötig. Ja, dass man sagt, hier ist die Grenze für irgendetwas, hier habe ich immer noch mehr Verstrickungen, anstatt dass ich frei sein kann. Und das sind ja Seelengefährten, Glücksbringer, Menschen, die Veränderung mitbringen, einen neuen Wind oder die man so als Bereicherung irgendwie sehen kann. Ich habe hier tatsächlich viele Konflikte mit dem Außen. Ihr selber wärt eigentlich an einem ganz anderen Platz, wenn ihr nicht gestört werden würdet bei euren Plänen. Und da dürft ihr schon gucken, ne? Wo darf ich mich rausnehmen, wo ziehe ich Grenzen, wo öffne ich mich für etwas, was mir gut tut. Und es geht vor allem darum, eine Sache, die am Herzen nagt, langfristig wieder in die Genesung zu bringen, in die Energie zurückkommen, die Stabilität mitbringt. So, das ist jetzt sehr spannend, denn hier ist das Haus der Wege und da habe ich bei euch den Schlüssel drin. Das heißt, bei den Dingen, die ihr entscheidet, wo ihr vielleicht emotional nicht ganz sicher seid, soll ich nicht, da werden euch neue Türen geöffnet. Ich habe aber auch, dass ihr euch mit Selbstzweifel sehr im Weg steht, weil das Umfeld sehr präsent ist. Was ich auch sehe, ist, dass sich für einige von euch Verstrickungen, die mit dem Bereich Ämter, Behörden zu tun haben, Selbstständigkeit auflösen. Auch da dürft ihr ein bisschen mehr an euch glauben, euren eigenen Weg gehen. Es geht darum, eure eigene Größe zu leben, euch selber was zuzutrauen, mit Vertrauen in euch selbst an die Dinge ranzugehen, Schnitte vornehmen, wo Wege entstehen, die nicht günstig sind. Ihr habt hier im Haus der Umwege die Blumen drin. Es muss irgendwie möglich sein, für euch einen geraderen Weg zu gehen, unabhängig zu sein, verbindlichere Dinge zu erschaffen. Also ich habe so, hier liegt es so, dass es immer nur kurz glücklich macht auf eurem Weg. Und dann kommt so wieder dieses, es reicht mir emotional nicht. Ich möchte etwas manifestieren, das mir gut tut und zwar dauerhaft. Und da ist es so, dass ihr auch irgendetwas weglassen dürft. Ihr könnt hier eine Kurskorrektur vornehmen, bei der ihr in eine Kraft geht, wo ihr sehr viel Elternthemen auch löst, wo ihr mit der Vergangenheit abschließt, wo ihr sagt, ich lasse mich hier oder da nicht mehr drauf ein, hier ist es emotionales Drama. Es geht darum, einen Blues auch in der Liebe zu überwinden oder sich in Beziehungsdingen zu klären. Für einige von euch ist es so, dass man sieht, dass die Vergangenheit nochmal anklopft. Hier kann man auch zwischen zwei Stühlen sitzen. Das sieht man hier unten sehr gut, ne? Hier ist ein ganzer Pulk Menschen. Ne? Das können jetzt Vaterthemen sein, aber es geht schon auch an die, wo zwei Bewerber in der Liebe da sind oder wo ein neuer Mensch anklopft und die Vergangenheit noch nicht ganz abgeschlossen ist. Ich sehe euch
Beziehungskonstrukt auch irgendwie Schnitte machen, weil ihr einfach spürt, die Emotion dafür ist da. Ihr guckt hier in Sicherheit rein. Die hat erstens was mit den Finanzen zu tun. Ihr erschafft euch hier irgendwie ein anderes finanzielles Konstrukt. Ihr wollt auch nicht mehr draufzahlen, aber er verschafft euch auch ein seelisches Konstrukt, das euch leichter über Hindernisse hinwegbringt. Ihr dürft mit guten Nachrichten rechnen, Nachrichten, die auch zum Beispiel eure Kinder betreffen, eure Neubeginne. Und es geht auch ein bisschen dran, mit Herz an die Dinge zu gehen, gerade auch an die beruflichen Angelegenheiten. Man sieht hier im Haus des Berufes eine männliche Person drin. Das können jetzt hier zum Beispiel Auftraggeber sein, Menschen, die neue Verträge mitbringen oder einfach Impulse haben, sich neue Türen zu öffnen. Es kann aber auch an diejenigen gehen, die im partnerschaftlichen Bereich gegenüber haben, die sich da verändern. An sich ist es so, dass ihr sehr gut überlegt, in was investiere ich beruflich rein und wo habe ich einfach mehr Konflikt auch mit. Euer Seelenleben ist sehr präsent. Ich sehe euch selber im Haus des Geldes drin. Also es wird auch darum gehen, wie regle ich meine Finanzen. Vielleicht arbeitet ihr viel, um das finanzielle Gerüst zu stabilisieren. Aber ich sehe euch auch verbindliche Sachen weglassen finanziell, die euch dann wieder neue Möglichkeiten eröffnen. Partnerschaft ist hier ein Thema. Was ich auch habe, was ein bisschen unangenehm sein könnte, dass einem hier so Sachen an die Ohren kommen, mit denen man nicht gerechnet hat. Also gerade auch im Bereich Partnerschaften oder dass die Vergangenheit, Männer aus der Vergangenheit hier nochmal auftauchen und man erfährt hier vielleicht Dinge, die man so nicht erwartet hat, aber am Ende bringen diese Dinge dann die ganzen Sachen in den Flow. Wir haben den Erdgeist mit dem Thema Beständigkeit für euch dabei. Da wird viel Bilanz gezogen. Ich sehe das auch, ihr liegt relativ weit unten, die Gedankenlast ist hier groß. Und ihr dürft Pläne schmieden für die Zukunft. Aber erst dann, wenn ihr sicher seid, was ihr wollt. Und das ist hier auch zu sehen. Ihr kämpft irgendwie emotional mit etwas oder ringt mit einer Entscheidung. Und das ist so eine Zeit, wo man sich auch vorbereitet, ne? Wo man guckt, wo brauche ich mehr Stabilität, wo bin ich nicht geerdet. Das Durchdenken der Angelegenheiten ist angezeigt, also keine Schnellschüsse machen. Keine Risiken eingehen, hier ist auch, ne, die Erde bringt hier neue Blumen mit oder Aufblühen in irgendeiner Art und Weise. Aber man darf hier auch beständig weitermachen, denn die Saat, die ihr ausgesät habt, die muss genährt werden, um dass ihr sie ernten könnt. Wir haben ja hier den Mond im Haus des Hauses bei euch und da geht es schon darum, sich anzugucken in der Tiefe, wie sind meine Wurzeln, wo komme ich zur Ruhe, wo ist zu viel Trubel, wo reißen mich andere mit und da ist eine große Erkenntnis dahinter. Ihr habt die Libelle dabei mit der Zauberkraft. Hier dürft ihr euch ein bisschen in andere Reiche führen lassen. Herzensbegegnungen, die stattfinden. Und hier sind auch so Antworten auf eure Fragen, die hier beantwortet werden. Die Libelle, die bringt ebenso ein bisschen die Magie mit und ihr dürft euch angucken, wie die Natur alles regelt und wie schön sie sein kann, wie alles von einem Zauber auch manchmal durchwebt ist. Und eure Seele spricht sehr viel mit euch in diesem Jahr. Das innere Kind will gehört werden und
irgendwas möchte hier auch befreit werden, ne? In euch selbst. Da wir hier den Anker und das Kind haben, denke ich schon, dass ihr eurem inneren Kind sehr viel mehr Ausgleich geben könnt. Ihr braucht nicht hetzen, langsam kommt ihr auch ans Ziel. Und es ist auch so, dass ihr nächstes Jahr immer mal wieder etwas in euer Sparschweinchen tun dürft. Ihr liegt im Haus der Finanzen, ihr guckt, wie macht ihr das so, dass es für euch ein gutes Auskommen ist. Und wenn ihr beständig an den Dingen bleibt, könnt ihr hier auch ernten. Ihr Lieben, ich wünsche euch eine schöne Zeit, ein gutes neues Jahr. Ich drücke euch bis bald.